Wenn Sie mit der Ameisenhaltung beginnen möchten, dann würde ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, was Sie grundlegend beachten müssen. Wichtig ist am Anfang erstmal vielleicht mit einer kleinen Kolonie anzufangen. Es bringt jetzt nichts, eine Kolonie mit mehreren tausend Tieren dann zu nehmen und dann vielleicht die Übersicht zu verlieren. In der Regel würde man mit so einer kleinen Starterkolonie anfangen. Das ist eine Königin mit den ersten Arbeiterinnen. Und wir haben das Ganze ein bisschen sortiert nach Haltungsklassen. Es gibt Arten, die leicht zu halten sind, andere sind wieder ein bisschen schwieriger. Und bei uns ist es so gekennzeichnet mit diesen Haltungsklassen 1, 2, 3, was im Online-Shop mit dieser Abkürzung HK1, HK2, HK3 gekennzeichnet ist. Die Haltungsklasse 1 wäre die Art, wo jeder Einsteiger erstmal mit anfangen kann. Die gängigste Art ist zum Beispiel die Lasus niger, die schwarze Wegameise, aber auch sehr beliebt ist zum Beispiel auch die verschiedenen Messorarten, körnersammelnde Arten, aber auch andere, viele einheimische Arten. Wenn Sie sich dann für die richtige Art entschieden haben, dann ist natürlich wichtig, welches Formikarium benötige ich. Bei den Starter-Sets ist es so, dass wir diese Größen S, M, L, XL haben und das ist jetzt nicht die Gesamtgröße gemeint. Ja, also das ist ein S, das ist ein S, das ist ein S, sondern es ist der Plattenabstand wichtig. Ich zeige euch mal hier ein Beispiel. Diese beiden Farmen sind gleich groß, sind alle 20 x 10 cm und der Unterschied ist aber in der Tiefe. Das heißt, das ist eine S, die hat 6 mm Plattenabstand und hier haben wir eine L mit 20 mm Plattenabstand. Und das ist so der Unterschied, worauf ihr dann achten müsstet, wenn ihr euch dafür das passende Starter-Set entscheiden möchtet. Die Grundvoraussetzung beim Formikarium ist, dass ich halt einmal einen Nestbereich habe. Das ist jetzt bei uns hier die Farm, wo die Tiere sich einnisten können. Da wohnt die Königin mit der Brut und den ganzen Arbeiterinnen. Und einen Auslaufbereich, wo die Tiere die Möglichkeit haben, sich Futter zu holen, beziehungsweise die Abfälle rauszubringen. Also Ameisen sind saubere Tiere, die bringen auch den Abfall wirklich weg. Meistens immer so weit wie möglich vom Nest entfernt. Dann ist dann eine kleine Ecke mit so einem Abfallhaufen, die man mit einer kleinen Pinzette oder sowas entfernen kann. Das ist so diese klassische Bauweise. Wir haben hier halt einmal diese Ameisenarena. Man kann den Deckel öffnen, man kann die Tränke austauschen oder die Näpfe. Und kann hier wunderbar die Tiere beobachten. Also wir haben einmal diese alte Standardbauweise, die auch wunderbar funktioniert. Wir haben aber auch neue Bauweisen. Ich zeige euch das mal in die Modelle, ich schiebe das mal hier kurz beiseite. Das Ganze oder die Verbesserungen sind einmal dafür da, dass man die Tiere besser beobachten kann, dass man das Formikarium besser handeln kann und dass die Tiere auch sicherer leben. Eine Sache ist zu einem, dass wir das Ganze transparent gemacht haben, komplett durchsichtig, was bei dieser alten Bauweise nicht der Fall ist. Hier haben wir so ein Aluminiumprofil, genauso auch beim Deckel. Hier haben wir dieses Aluminium und ich kann nicht sehen, wenn eine Ameise doch versehentlich jetzt an den Rand kommt, ich den Deckel kurz hochhebe und wieder runtersetze, kann ich die Tiere verletzen. Das kann hier nicht passieren bei dieser Bauweise, das sind unsere Centerbecken. Hier habe ich noch einen Sicherheitsrahmen, also erstmal alles durchsichtig. Diesen Sicherheitsrahmen, den ich von unten beschichten kann mit einem Auspuffschutz. Also wir haben da so einen Ameisenauspuffschutz, Öl, Lack oder Pulver, was man hier nochmal anwenden kann. Und dann kann es auch offen bleiben. Ich brauche keinen Deckel drauf machen. Ich kann einen Deckel dann nochmal aufsetzen, um klimatisch was hinzubekommen. Also bei Wüstenarten macht es schon Sinn, das Ganze offen zu lassen für die gute Belüftung. Aber man kann es natürlich auch abdecken. Wir haben zusätzlich, damit sich keine Stauwärme bildet. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Lampe hier raufleuchte, ist es wie ein Gewächshaus, es heizt sich auf und es kann zu heiß werden. Deswegen haben wir hier gleich eingebaut einen Thermometer und einen Hygrometer. Hygrometer wäre jetzt nur wichtig für Arten, die eine gewisse Luftfeuchtigkeit benötigen, die im Wald leben oder halt vielleicht im feuchttropischen Regenwald. Ich kann das hier halt wunderbar ablesen. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, Futter von außen anzustecken. Das sind so Futterkapseln, die docke ich dann einfach hier an, genauso wie die Tränke, um das Wasser auszutauschen. Und der Vorteil daran ist, dass es für die Tiere stressfreier ist. Bei der alten Bauweise habe ich hier noch eine kleine Tränke und Näpfe, die ich halt immer einzeln rausnehmen muss. Und durch diese ganze Luftverwirbelung sind die Tiere natürlich auch in einer gewissen Form auch gestresst. Eine sehr einfache und preiswerte Variante sind diese Kompaktbecken. Das Tolle daran ist einfach, ich habe das hier alles ziemlich eng zusammen. Ich kriege das auch auf guten kleinen Platz mit unter. Ich habe hier diesen Nestbereich und den Arena-Bereich alles in einem Becken. Auch diese Bauweise gibt es in einer hochwertigen Form. Das sind hier unsere Center-Becken halt mit Kombifunktion. Das kleine Highlight neben den ganzen anderen Funktionen ist hier, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Nestbereich herauszunehmen. Das ist ideal für Arten, die in Winterruhe gehen. Da kann ich halt dieses Nest rausnehmen und einfach in den Kühlschrank packen zur Überwinterung. Wenn man sich für die entsprechende Bauweise entschieden hat, dann kommt natürlich darauf an, welches Nestmaterial benötigen die Tiere. Also wir haben zwar eine Sand-Lehm-Mischung, wir haben auch diese Sand-Lehm-Mischung in verschiedenen Zonen unterteilt, nach Regenwald, Wüste, normalen Wald oder Wiese. Aber es gibt auch Arten, die im morschen Holz drin sich einnisten. Und für diese Ameisenarten haben wir zum Beispiel hier solche Korknester, die sind schon vorgearbeitet. Da kann man die Tiere wunderbar auch drin halten.
Es gibt auch Arten, die einfach ganz gerne in Steinspalten oder sowas sich einnisten. Da haben wir zum Beispiel solche Gipsnester, da sind die Kammerngänge schon vorgefertigt, da kann man das ganz gut halt auch beobachten. Und wer aber auch möchte, dass die Tiere sich ganz natürlich dann auch nochmal eingraben, da muss man natürlich die Sand-Lehm-Mischung nehmen, wo aber auch die Gefahr ist, dass man eventuell nicht immer alle Kammerngänge sehen kann. Bei unseren neuen Formikarien haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen nochmal einzustecken. Standardgemäß sind hier solche Kappen mit drin. Wir haben aber auch verschiedene Elemente, die man hier einbaut, je nachdem, was die Tiere halt benötigen. Wenn die halt viel Frischluft benötigen, können wir halt hier so einen Lüfter nochmal mit einbauen. Wir haben hier verschiedene Beleuchtungselemente, die hier einfach mit eingesteckt werden, entweder Halogen oder LED, je nachdem, ob diese Ameisenart sehr viel Wärme braucht oder halt einfach nur Licht. Für feuchttropische Arten gibt es dann auch solche kleinen Nebelsysteme, die ebenfalls eingesteckt werden. Das Ganze kann man auch elektronisch über Computersysteme auch nochmal steuern, wer es ganz genau haben möchte, über irgendwelche Zeitschaltuhren oder Regelsysteme. Das ist dann jedem selbst überlassen, ob man das manuell oder elektronisch macht. Also unsere Standardformikarien sind hier mit solchen 3/4 Zoll Bohrungen bzw. 27 mm Bohrungen ausgestattet. Da können wir wunderbar hier solche Rohrsysteme mit anschließen. Kommt auf die Ameisenart drauf an. Es gibt so kleine Arten, dann würde man jetzt diese 32er Rohre nehmen. Ein bisschen größere Arten, wie zum Beispiel die von der Gattung Atta, die Blattschneiderameisen, die große Blattstücke abtransportieren. Da sollte man schon diese 50 mm Rohrsysteme verwenden. Wir haben das Ganze auch nochmal in Grau, die sind halt ein bisschen preiswerter. Wenn man natürlich auch andere Formikarien hat oder auch gerade so kleinere Farmen, die man auch an dieses System mit anschließen möchte, ist es auch kein Problem. Da gibt es dann dementsprechend verschiedene Schlauchverbinder, die man wunderbar miteinander verbinden kann. Hier ist ein Beispiel nochmal, entweder mit diesem T-Stück oder mit diesem Kreuz-Y-Stück. Also man kann beliebig das Ganze halt auch erweitern, das ist alles kein Problem. Wir haben auch spezielle Ameisenarten, die man nicht mit diesen Standard-Starter-Sets bedienen kann. Da haben wir spezielle Starter-Sets entwickelt, zum Beispiel für die Blattschneiderameisen gibt es hier dieses Starter-Set. Es besteht aus 3 Becken. Das ist halt wichtig, weil die Ameisenart hat halt einmal so einen Futterbereich, einmal einen Nestbereich und einmal einen Abfallbereich, der voneinander einfach getrennt sein sollte. Es gibt so Webeameisen, die halt sehr viel Platz benötigen wegen der Pflanze, weil da drinnen halt auch nochmal Pflanze platziert werden soll. Die gibt es auch nochmal in verschiedenen Größen und bei vielen Einsteigern sehr beliebt sind zum Beispiel auch Messorarten, diese körnersammelnden Arten, sind einfach in der Haltung, kommen aus dem mediterranen Bereich, brauchen aber 2 Nestbereiche, halt einmal für die Brut, also was dementsprechend einfach leicht feucht sein sollte und halt diese Kornkammer, die dann sehr trocken sein sollte, weil dort die Körner eingelagert werden, wo die Tiere sozusagen später so ein Ameisenbrot draus machen. Diese Körner dürfen halt nicht anfangen zu schimmeln oder zu keimen, dafür haben wir dann auch diese Konstruktion. Jede Art hat natürlich auch ihre eigene ihr eigenes Futterbedürfnis und ja, es ist natürlich gut, wenn ihr die Möglichkeit habt, das so naturgetreu wie möglich hinzubekommen. Es gibt also Arten, die sich von speziellen Nektar ernähren, von Pflanzen, von toten, lebenden Insekten und also wenn ihr die Möglichkeit habt, bei den meisten Arten zum Beispiel frische Insekten auch zu bekommen, Fliegen, Motten, Mücken eignen sich da halt ganz gut. Es ist natürlich die beste Möglichkeit. Wenn man das jetzt nicht immer regelmäßig vielleicht schafft, haben wir auch so fertiges Futtersets auch nochmal zusammengestellt, wo man die Möglichkeit hat, dann auch die Tiere gut zu versorgen. Das sind dann verschiedene so Proteine, Kohlenhydrat, Futter, Mischungen je nach Art auch nochmal sortiert. Und diese Futterkapseln kann man wunderbar hier seitlich nochmal mit einstecken in diesen Centerbecken. Bei den alten Varianten müsste man halt das Ganze in so einen Napf mit reinpacken und das ist die Möglichkeit, wie ihr die ganz gut versorgen könnt. Wer dann das fertige Starter-Set aufgebaut hat und vielleicht noch ein bisschen dekorieren möchte, dafür haben wir auch zum Beispiel so fertige Fotorückwände, die je nach Habitat angepasst sind oder halt verschiedene Dekorationsgegenstände, die dann passend zum Formikarium sind. Ich hoffe, ich konnte Sie gut informieren und Sie darüber ein bisschen aufklären, was bei der Ameisenhaltung zu beachten ist. Nähere Informationen zu den ganzen Sachen können Sie natürlich auf der Internetseite www.arnster.de finden.